Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Ihr habt euch ja mehr zeitgeschichtliche Themen gewünscht und ich komme dem gerne nach, weil Zeitgeschichte ja auch mein Spezialgebiet ist. Heute zu einem Thema, das viele überraschen wird, und zwar: Es ist weitgehend unbekannt, dass am 5. Mai 1945 es eine Schlacht, die einzige Schlacht im Zweiten Weltkrieg gab, in der US-GIs und Wehrmachtssoldaten zusammen, ich wiederhole, zusammen gekämpft haben. Wie geht das? Wie ging das, werdet ihr euch fragen. Deutsche und Amerikaner während des Zweiten Weltkrieges zusammen in einer Schlacht. Hier die unglaubliche Geschichte. Im Jahr 1943 verwandelte das deutsche Militär das kleine Schloss Itter in Tirol, Österreich, in ein Gefängnis für hochwertige Häftlinge. Französische Premierminister, Generäle, Sportstars und Politiker, unter anderem Ex-Premierminister Paul Reynaud, Ex-Premierminister Édouard Daladier, die ehemaligen Oberbefehlshaber Generäle Maxime Weygand und Paul Gamelin, Arbeiterführer Léon Jourou, Jean Barateau, ein ehemaliger Tennisprofi, François Delarocque, Mitglied der Vichy-Regierung von Marschall Philippe Pétain, und Michel Clemenceau, Sohn von Georges Clemenceau. Am 4. Mai 1945, als Deutschland und seine Armeen kurz vor dem Zusammenbruch standen, gab der Kommandant des Gefängnisses seinen Posten auf, bevor die Amerikaner einmarschierten. Doch die Häftlinge konnten nicht einfach so in die Freiheit entschwinden. Denn verbliebene Einheiten der Waffen-SS wollten die Burg zurückerobern und alle Gefangenen hinrichten. Am 5. Mai 1945, also 5 Tage nach Hitlers Tod, befreiten 3 Sherman-Panzer des 23. Panzerbataillons der 12. Panzerdivision unter dem Kommando von Captain John G. Jack Lee Jr. schließlich das Schloss Itter in Tirol. Doch dann trafen Einheiten der 17. Panzergrenadierdivision der Waffen-SS ein, um die Burg zurückzuerobern. Lees Männer waren zwar in der Unterzahl, sie wurden aber von deutschen Wehrmachtssoldaten unterstützt. Auch das hat mich überrascht bei der Recherche. Es war das einzige Mal im Verlauf des Zweiten Weltkrieges, dass amerikanische und deutsche Soldaten unter dem Kommando von Major Josef Gangl zusammen in einer Schlacht kämpften, und zwar gegen die Waffen-SS. Die Wehrmacht hat also gegen die SS gekämpft. Kurz nach 4 Uhr morgens wurde Jack Lee vom Rattern eines MG-42 Maschinengewehrs wachgerüttelt. Die SS griff an. Die französischen Gefangenen legten ihre politischen Differenzen beiseite und holten sich Waffen, um sich dem Kampf gegen die angreifenden SS-Truppen anzuschließen. Der SS gelang es schließlich, mit einer Panzerfaust das Eingangstor zu sprengen. Das war die brisante Situation. Doch zusätzlich vorrückende amerikanische Einheiten und österreichische Widerstandskämpfer machten dem Kampf dann schließlich zugunsten der Amerikaner und der ehemaligen Gefangenen ein Ende.
Bei der Schlacht um das Schloss Iter sollen 100 SS-Soldaten gefangen genommen worden sein. Auf der Seite der Befreier starb nur ein Mensch, und zwar Major Josef Gangl. Die Wehrmacht hat also zusammen mit amerikanischen GIs gegen die Waffen SS gekämpft. Ich habe bei meinen Recherchen keine einzige vergleichbare Situation gefunden. Nachzulesen ist das unter anderem in dem Buch von Stephen Harding, The Last Battle, Boston 2013. Es ist wirklich, ja, für mich überraschend gewesen, dass Wehrmachtssoldaten gegen ihre eigenen Männer gekämpft haben, aber dennoch war es so. Wenn ihr Interesse habt, weitere Hintergrundinformationen zum Krieg, zum Zweiten Weltkrieg, und zwar ungeschönt und politisch völlig unkorrekt, aber mit juristisch verifizierten Quellen, Dokumente und Zeitzeugenberichte, die entweder verschwiegen oder manipuliert wurden und werden, dann könnt ihr die Bände meiner hochexplosiven Reihe Adolf Hitler eine Korrektur lesen. Ab Band 4 beginnt die Darstellung des Zweiten Weltkrieges mit dem Feldzug gegen Polen. Band 4 hat 830 Seiten und knapp 2000 Quellen. Wie gesagt, jede Quelle ist seriös. Der Quellenanhang ist sehr umfangreich. Ihr könnt alle Quellen nachlesen in meinen Büchern, aber ich kann und will auch die Quellen nicht nennen, wenn ich ein Video mache, weil es einfach den ganzen Flow stören würde. Und ich kenne keinen anderen YouTuber, der einen Satz sagt und dann sagt, Moment, das ist die Endnote bla bla bla, dann der nächste Satz, das ist die Endnote so und so. Das ist völlig unrealistisch. Ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de abonnieren. Dort gibt es jede Woche einen neuen Newsletter. Mehr zu aktuellen Themen, weil die zeitgeschichtlichen Themen mache ich mehr über meinen YouTube-Kanal, so wie ihr euch das auch gewünscht habt. Und ich wiederhole noch einmal, ich lese jeden einzelnen Kommentar, kann aber nicht auf jeden Kommentar antworten, weil es in der Woche einfach zu viel sind. Es sind zwischen 1500 und 2000. Zwischenzeitlich bekomme ich auch noch 200 Mails in der Woche. Also ich kann wirklich nicht alles beantworten, aber ich lese alles. Und ich lese auch natürlich, wenn man mich beleidigt, von genau den Leuten, die entweder das Video gar nicht angesehen haben oder meine Bücher gar nicht gelesen haben, weil sonst, wenn sie so intelligent wären, würden sie meine Quellen studieren und dann, ach oh Wunder, feststellen, dass man diese Quellen nicht widerlegen kann, weil es keine revisionistischen und keine rechtsradikalen Quellen sind, sondern Quellen von Dokumenten, die zwar öffentlich zugänglich sind, die ich in Archiven finde, aber die oftmals nicht genannt werden oder falsch oder nur zum Teil oder manipulativ zitiert werden, so dass das Bild der Geschichte so zusammengeschustert wird, wie die Siegergeschichtsschreiber sich das wünschen. In meinen Büchern bekommt ihr die Geschichte pur und ihr könnt zu jedem Absatz, den ich schreibe, die dazugehörige Quelle erfahren. Also noch einmal, in meinen Büchern Adolf Hitler eine Korrektur, bisher 6 Bände erschienen, beginnend mit Hitlers Geburt, seiner Jugend, seiner Militärzeit,
der Finanzierung von Adolf Hitler durch das Ausland, der Finanzierung der Wehrmacht durch das Ausland, auch darüber werde ich noch Videos machen, bis hin zum Krieg und dann abschließend zu seinem Tod. Das ist die Konzeption der Reihe. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.